world today is experiencing a substantial demographic change. Our societies are getting older, meanwhile we are moving less and less, which is a burden for our crippling healthcare systems. The demand for physiotherapy is high, yet do the reimbursements not live up to this demand, with 16 euros per treatment due to frequent budget cuts. Ultimately, the patient is the one who suffers. German physiotherapy is at the forefront of this misery. While students pay 5-figure tuition fees for a 3-year education, the average salary caps at 1,800 euros before taxes. This puts a lot of professionals in an existential crisis. Physiotherapists refuse to work or are forced to quit their job. But there are a few exceptions, one of which is the Körperwerk franchise, setting new standards in Germany. For this episode of PhysioTutors TV, we met with their founder and CEO Markus Kinkelin for an interview to find out their secrets. Also Markus, danke nochmal für die Möglichkeit, dass wir mit euch das Interview machen können und mit dir. Die erste Frage, oder was uns interessiert und unsere Zuhörer ist, wie seid ihr überhaupt auf die Idee Körperwerk gekommen? Ja. Abendfüllende Frage. Also es gab mehrere Grundüberlegungen. Die eine gibt uns jetzt seit 10 Jahren und wir haben einfach vor 10 Jahren festgestellt, es gibt den Physio-Bereich und dann gibt es einen Trainingsbereich. Und wir haben gesagt, eigentlich gehören beide Welten zusammen und niemand hat es so umgesetzt. Der klassische Physio-Bereich hat seine Behandlungszimmer, vielleicht irgendwo eine kleine Ecke für Training, aber bietet oder hat zumindest damals nicht Training in einem nennenswerten Umfang angeboten. Und zu der Zeit war es einfach so, dass Patienten vom Physio, wenn Aktivität gefordert war, in ein klassisches Fitnessstudio gingen. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir selber. Das war das eine. Dann war die Überlegung, dass wirklich, wenn man sich die Evidenz hier anguckt, bei den Dingen, mit denen wir zu tun haben, chronische Rückenschmerzen, chronische Nackenschmerzen, postoperative Zustände, Arthrosen, dass das, was hilft, ist einfach Aktivität. Und wenn wir das machen möchten, was evident ist, dann müssen wir Aktivität auch anbieten und als zentraler Bestandteil in unserem Reha-Konzept dann anbieten. Und das war die Überlegung zu sagen, Aktivität, Training spielt einfach eine große Rolle. Ja. Und der dritte große Punkt war letzten Endes, dass das Forum, wie wir Physiotherapie anbieten in Deutschland, oftmals sehr verstaubt war. Klassisch kennt jeder irgendwo die Praxen im Keller, Vorhang abgetrennt. Das ist einfach nicht mehr das, was Menschen heute im 21. Jahrhundert möchten und erwartet. Die verreisen, gehen weg, gehen in Hotels, haben einen ganz anderen Standard, was Service betrifft, was Ambiente betrifft, was Einrichtung betrifft. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es schon machen, dann muss man so Themen auch berücksichtigen. Das war also die Hauptüberlegung. Du hast eigentlich schon ein bisschen so genannt, im Endeffekt, was unterscheidet euch von der typischen Physiopraxis in Deutschland? Von der Praxis unterscheidet uns, dass wirklich Aktivität bei uns eine zentrale Rolle spielt. Also klar, glauben wir nach wie vor an die Kraft der manuellen Therapie, aber alles eben zum richtigen Zeitpunkt. Und uns unterscheidet, dass wir wirklich Aktivität und Training einen großen Raum beimessen. Wir haben hier in Weilheim allein 600 Quadratmeter reine Trainingsfläche. Das ist schon deutlich mehr wie eine normale klassische Physiopraxis. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass wir wirklich sehr viel in Fortbildung und Weiterbildung investieren und dass wir diesen Bereich Service auch große Bedeutung beimessen. Also wir möchten bewusst unsere Patienten sind Kunden, ganz klar.
möchtet wirklich dem Patienten und dem Kunde auch einen anständigen Service bieten, den du oftmals in Deutschland im Gesundheitswesen nicht hast. Lange Wartezeiten, keine Ahnung, schlechtes Ambiente, manchmal mangelhafte Sauberkeit und. Das geht nicht mehr heute, in der heutigen Zeit, und deswegen sagen wir, das ist ein wichtiges Thema. Aber Fachkompetenz, Training im Zentrum und Service, kann man sagen. Ja, also wenn man euer Konzept vergleicht mit der klassischen Physiotherapie, ist es so, dass bei euch die Patienten privat dazu zahlen, aus eigener Tasche. Ja, das ist ja was, wo sich viele am Anfang mit Sicherheit dagegen sträuben, könnte ich mir vorstellen. Warum denkst du, dass die Patienten doch bereit dazu sind und warum funktioniert euer Konzept so gut? Man sagt ja immer, Patienten sind nicht bereit, dazu zu zahlen und in ihre Gesundheit zu investieren. Und unsere Erfahrung ist wirklich 100% der andere. Wenn die Leistung stimmt, ist nach unserer Erfahrung, die wir jetzt die letzten knapp 10 Jahre machen, ist es völlig normal, dass die Leute sagen, okay, ganz klar, ich bezahle da was dazu. Und es ist ja nicht so, dass wir einfach für die gleiche Leistung einen Aufpreis verlangen, sondern die Patienten kriegen bei uns mehr Leistung. Ja. Gesetzlicher Rahmen sagt 15 Minuten Therapie. Das macht keinen Sinn. Macht für niemanden Sinn. Es macht für den Patienten keinen Sinn, weil der hat netto 10 Minuten Behandlungszeit. Es macht für den Therapeut keinen Sinn, weil so will niemand arbeiten. Er hat keine Erfolge damit oder viel kleinere Erfolge, wie wenn er sich wirklich um seinen Patienten kümmern kann. Und für den Kostenträger macht es auch keinen Sinn, weil wenn ich 15 Minuten brutto Behandlungszeit habe, ist das Ergebnis einfach bei weitem nicht das, wie das ich erreichen kann, wenn ich 30, 45, 60 Minuten behandle. Und Qualität in der Physiotherapie hat nicht nur, aber eben auch mit der Zeit zu tun. Und ich kann jemandem ja viel mehr geben, wenn ich einfach viel mehr Zeit habe. Und wenn man guckt, warum sind Patienten unzufrieden beim Arzt, beim Physio? Sagen immer, er nimmt sich keine Zeit oder sie nimmt sich keine Zeit. Und wir möchten uns bewusst Zeit nehmen, weil allein dieser Diagnostikprozess, dieses Erfassen vom Problem, da muss ich mich ja einlassen, da muss ich ja mich als Therapeut auch in eine Situation bringen, wo ich entspannt bin, wo ich open-minded bin und auch die Informationen erfassen kann. Und wenn ich weiß, Käse, in 7 Minuten kommt mein nächster Patient, dann funktioniert es einfach nicht. Ja, das Komische ist ja in Deutschland, dass Physiotherapie, da will eigentlich niemand was zahlen und für Osteopathie zahlt dann doch irgendwie ein Großteil 80 €, da sind sie auf einmal dann doch bereit. Also das funktioniert ja auch und läuft gut. Also das ist was wo ich immer drüber nachdenke. Weil es von Anfang an Selbstzahlerleistung war. Ja. Und es ist immer schwierig, wenn früher gab es was umsonst und jetzt muss ich dafür bezahlen, das Umdenken. Bei Osteopathie war es immer so, es war nie eine Kassenleistung, also zahlen es die Leute auch. Aber wie gesagt, gerade die Jüngeren, und nicht nur die Jüngeren, aber bei den Jüngeren ist es völlig normal und zusehends auch bei den Älteren, dass sie einfach sagen, oder wenn sie sehen, die Leistung stimmt und ich profitiere davon, ich habe einen Erfolg, zahlen sie auch. Ja. Und es sind überschaubare Beträge. Ja, das nächste, was ich habe als Frage, ist, ihr habt jetzt, ist das 7. Standort hier mit Weilheim, ist das stimmt? Ja. Ja? Also 7 Franchise-Nehmer, beziehungsweise Kirchheim ist ja der Startstandort, ist ja kein Franchise-Unternehmer oder Franchise-Nehmer, also Kirchheim, dann habt ihr Freiburg, Weilheim jetzt, Gehrden bei Hannover, ihr habt, was ist das, Mauerstetten? Das kommt jetzt, ja. Kappel in Österreich. Ja. Was habe ich vergessen? Friedrichshafen. Friedrichshafen noch. Genau, also 7 Standorte, davon einer in Österreich. Könntet ihr euch vorstellen, sowas in Holland oder in einem anderen Land mit einem anderen Gesundheitssystem zu installieren? Würde das funktionieren aus eurer Sicht? Das ist vielleicht schwierig für dich, jetzt da eine Antwort drauf zu geben, wenn du das Gesundheitssystem nicht so gut kennst, aber kannst du dir das vorstellen, dass sowas funktioniert? Unser Lizenzsystem funktioniert ja basiert auf mehrere Säulen. Zum einen ist es das Thema Marketing. Eine normale Praxis und der Praxisinhaber hat ja keine Zeit, eine eigene Homepage professionell zu machen, die mit Inhalten zu füttern, sich darum zu kümmern, hat in der Regel keine Zeit, kein Geld. Das funktioniert in jedem Land. Also das Marketing einfach das Gleiche ist. Sprache wäre sicher ein Thema,
wäre sicher ein Hindernis, weil man es ja dann entsprechend konvertieren müsste. Ja. Die Ausbildung der Mitarbeiter. Wir haben ein Ausbildungssystem, wo man Mitarbeiter strukturiert ausbildet. Einmal fachlich, einmal im Bereich Service, die kriegen eine Knickeschulung, die kriegen ein Verkaufstraining. Das ist bei uns ganz wichtig, man muss die Leistung irgendwie verkaufen. Das funktioniert sicher auch in einem anderen Land. Das Thema Aktivität und Trainingskonzept funktioniert sicher auch. Deswegen ist es, denke ich, in einem anderen Gesundheitsmarkt auch möglich. Der größte Hemmschuh wird wahrscheinlich einfach die Sprache sein. Ja. Deswegen war das für uns bisher noch nie eine Idee. Ja. Aber ja, wenn wir mal dann kommen mit Holland. Ihr braucht das nicht, ihr seid. Ihr kennt das ja alles. Ja. Es ist wirklich so, die meisten, die zu uns kommen, das sind klassische Physiotherapeuten, die haben eine bestehende Praxis, sagen, wir möchten uns ein modernes Format geben, haben aber nicht die Zeit, nicht das Geld, uns darum zu kümmern und möchten das Rad nicht neu erfinden und kaufen da im Grunde für überschaubare Beträge funktioniert das Konzept ein. Und das Konzept funktioniert so, dass wir einen relativ großen Anteil der Umsätze, die wir machen, in diesem Bereich Selbstzahler machen. Ja. Also wir haben durchschnittlich jetzt hier in Österreich funktioniert auch ein bisschen anders, aber durchschnittlich haben wir unter 40% GKV-Einnahmen und der Rest sind privat liquidierte Leistungen und somit unabhängig vom Gesundheitssystem. Ja. Ja. Das war auch die Grundüberlegung, um auf deine erste Frage nochmal zurückzukommen. Dadurch, dass wir nicht wissen, in Deutschland, Holland jetzt, wie hier auch, geht in die gleiche Richtung irgendwann. Wohin geht's? Wir haben gesagt, wir müssen uns einfach lernen, uns und unsere Leistung wirklich zu verkaufen. Ja. Und so darzustellen, dass ein Patient auch sagt, ja, das ist es mir wert. Unabhängig, was sich irgendwelche Köpfe in der Politik oder in der Versicherungswirtschaft überlegen. Ja. Weil sonst bist du immer abhängig von anderen Entscheidungen. Ja. Das war die Idee. Was ist mittel- oder langfristig eure Vision und wo siehst du jetzt im Moment noch Handlungsbedarf für euch, für euer Konzept? Also was kann sich jetzt noch verbessern und wo wollt ihr irgendwann mal hin? Was ist euer Traum vielleicht auch? Ja, die Amerikaner sagen ja immer, die Deutsche oder die Europäer denken in viel zu kleine Maßstäbe. Also unsere Vision ist die, wenn ich die Zahlen angucke, ist es in Deutschland oder europaweit sogar so, dass ungefähr 12% der Bevölkerung irgendwo eine Trainingsmöglichkeit in einem klassischen Fitnessstudio nutzt. Das sind auf Deutschland gerechnet sind es 11 Millionen Leute. Je nach statistischer Erhebung, die man liest, zwischen 40 und 50% gehen wegen Rücken- oder Gelenkschmerzen oder wegen medizinisch-gesundheitlichen Problemen in ein Fitnessstudio. Jetzt sind Fitnessstudios aber nicht die optimale Einrichtungen für solche Themen. Und im Moment ist es in Deutschland eigentlich nur Kieser, der den Bereich konzeptionell abdeckt. Und unsere Vision ist die, dass wir sagen, mit unserem Konzept die Verbindung von Training und Therapie, von Gesundheitstraining, von den Konzepten, die wir da anbieten im Bereich Training und Rehabilitation, dass wir im Grunde überall in Deutschland, in jeder größeren Stadt vertreten sind. Das ist unsere Vision. Ja. Brauchst noch immer Geld dafür.
Aber das ist tatsächlich das, wo ich denke, das, was wir machen, könnte in jeder deutschen Stadt funktionieren, mit einer gewissen Einwohneranzahl. Ja. Wo ist im Moment noch der größte Handlungsbedarf in eurem Konzept? Also siehst du jetzt im Moment irgendwas, wo du sagst, so, das muss ich jetzt noch am meisten verändern vom Konzept? Ja, im Moment ist noch relativ viel kopfbasiert. Also relativ viel, was ihr macht, ist abhängig von der Kompetenz der Mitarbeiter. Und was wir jetzt im neuen Jahr verstärkt erarbeiten, sind wirklich Programme. Also dass wir viel mehr in definierten Programmen arbeiten. Dass einfach klar ist, völlig mitarbeiterunabhängig, was passiert mit jemandem, der eine Rotatorenmanschetten-OP hat und zu uns kommt. Was passiert mit dem chronischen Rückenpatient? Welche Übungen macht er? Ja. Welches Assessment hat er vorher? Was passiert mit dem Diabetiker? Ja. Wenn ich die Zahlen angucke, Diabetes, in der Zeit zum Zweiten Weltkrieg, während dem Zweiten Weltkrieg waren 0,4% der Deutschen haben Diabetes mellitus Typ 2 gehabt. Heutzutage sind es 10%. 10%. Und wenn man überlegt, was dadurch entsteht, und das sind ja Inaktivitätskrankheiten, ja. Durch Inaktivität, zu viel Körperfett, zu wenig Muskelmasse. So, und für solche Dinge brauchen wir einfach Antworten. Antworten im Sinne von definierten Programmen. Und das ist sicher ein Thema, das wir in unserem Konzept jetzt verstärkt ausarbeiten müssen. Ja, ich denke, da spielt euer Trainee-Konzept auch eine Rolle, oder? Also, ja, ihr habt euer 2-jähriges Trainee-Konzept aufgestellt. Läuft das schon? Also, oder wie weit seid ihr da damit? Das läuft jetzt seit 3 Jahren, ja. Wobei das Ziel vom Trainee-Konzept ist einfach das, man muss sehen, die Ausbildung in Deutschland ist sehr, sehr heterogen. Also es gibt gut ausgebildete Berufseinsteiger, aber es gibt leider sehr viel schlecht ausgebildete Berufseinsteiger, gerade die von Fachschulen kommen. Und das Ziel vom Trainee-Konzept ist, innerhalb von 2 Jahren aus einem Berufsanfänger einen klinischen Spezialisten zu machen, der in der Lage ist, ein sauberes Assessment zu machen und eine saubere Behandlung durchzuführen. Also es geht mehr darum, wirklich den Mensch auszubilden, aus dem Berufsanfänger einen klinischen Spezialist zu machen. Und das ist eine Kombination von internen Schulungsmaßnahmen, von wöchentlicher Supervision und von externen Schulungsmaßnahmen. Und die ersten sind jetzt fertig. Die Erfahrungen sind super. Also es ist wirklich toll zu sehen, wie die jungen Leute sich entwickeln innerhalb von kurzer Zeit und wirklich einfach klinische Kompetenz kriegen. Ja. Das ist toll. Und es funktioniert so, dass die in der Regel 1 Tag in der Woche mit dem Trainee-Programm verbringen, oder so? Oder war mal die Idee ursprünglich? Also habe ich es damals noch verstanden von eurer Idee her. Die arbeitet bei euch. Genau. Und ungefähr 1 Tag in der Woche oder so sind sie eigentlich beschäftigt mit dem Trainee-Programm, oder ist das anders? Die sind insgesamt 40 Tage pro Jahr für Ausbildung, ist für Ausbildung reserviert. Das geht auch nicht von ihrem Jahresurlaub weg, sondern sie sind in der Zeit freigestellt, bestehend aus externen Fortbildungen, also sie machen eine Manualtherapie-Ausbildung im Maitland-Konzept, machen eine Ausbildung in myofaszialer Triggerpunkttherapie, machen eine Ausbildung in funktionellem Training, das findet dann bei uns statt, oder kriegen auch ein KGG-Zertifikat, also machen Trainingsausbildung und Therapieausbildungen. Dann sind sie 1 Stunde pro Woche, haben sie Supervision im Betrieb und sind dann mehrmals im Jahr sogenannte Clinical Days in einem Körperwerk, treffen sich dort als Gruppe und haben dann einfach 2 Tage Untersuchung von Patienten und Assessments und Besprechungen, also so ein Clinical Placement nennen wir, so eine weitere Supervision. Ja. Na, das hört sich super an, ja, das ist ja super. Ja, glaube ich dir. Ja. Genau, du hast auch schon angesprochen, dass 40% von euch über die gesetzliche Krankenkasse kommen. Kann ich, wenn ich mich heute selbstständig mache, als Physiotherapeut mit eigener Praxis, kann ich überleben, nur mit Kassenpatienten in Deutschland? Ich glaube, der Hartz-IV-Regelsatz in Deutschland sind 740 € im Monat.
Also das heißt, das ist das man zum Überleben braucht. So definiert es die Bundesregierung. Das kann man sicher erreichen, aber man kann kein gesundes Business machen. Und es gibt mittlerweile in Deutschland große Banken, die keine Finanzierung mehr von Physiotherapeuten machen, weil das Kreditausfallsrisiko zu hoch ist. Es gibt Zahlen von der Bankenwirtschaft, die zeigen, wie hoch die Gewinne vor Steuern bei der klassischen Physiotherapiepraxis in Deutschland sind. Die liegen zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Jahr. Ja. Gewinn vor Steuer. Wenn man dann bedenkt, dass der Inhaber sich nur selber Kranken- und Renten versichern muss, dann kann man ausrechnen, was am Ende übrig bleibt. Es reicht zum Überleben, aber es macht wirtschaftlich keinen Sinn. Ja. Macht wirtschaftlich keinen Sinn. Und es ist einfach auch nicht fair, was wir bekommen. Ja. Es ist einfach nicht fair. Und das ist sicher auch der Grund, weshalb die deutsche Physiotherapie ein ganz, ganz großes Problem hat, nämlich es gibt keine Physiotherapeuten mehr. Es ist zu wenig Geld im System, die Bezahlung ist zu schlecht, es kommt zu wenig Geld in das System, die Gehälter sind schlecht. Ich glaube, das Durchschnittsgehalt des deutschen Physiotherapeuten Ost und West sind 1840 oder 1850 brutto. Ja, da kann man es niemand verdenken, wenn er sagt, okay, ich mach was anderes. Und es gibt einfach auch, die Ausscheidungsquote ist extrem. Von jungen Leuten in den Beruf einsteigen, sie haben 20-Minuten-Taktung, sie haben Viertelstunde-Taktung, sie arbeiten wie am Fließband, die gehen hochmotiviert in den Beruf, sind konsterniert, wenn sie wirklich ihre Arbeitsbedingungen sehen und sind dann oft relativ schnell wieder aus dem Beruf draußen, machen was anderes. Das ist, ja. Also es macht keinen Sinn, das zu machen, ja. Finanziell betrachtet. Aber es gibt andere Möglichkeiten, also bei uns und auch andere Kollegen, die wir einfach sagen, wir möchten unsere Mitarbeiter anständig bezahlen. Erstens möchten wir es, zweitens müssen wir es, weil sonst kriegt man keine. Das ist einfach so. Wir müssen also gucken, dass wir einen Stundensatz haben, der auskömmlich ist und der uns auch dazu befähigt, unsere Mitarbeiter auch anständig zu bezahlen und wirklich auch Geld in Fortbildung zu investieren. Und nicht, dass ein Mitarbeiter 40 Stunden die Woche in der Behandlungsbank stehen muss und im 15 oder 20 Minuten Takt seine Patienten abarbeiten. Das führt, die Leute brennen aus. Ja. Die sind fertig. Das kannst du eine gewisse Zeit machen und dann ist es vorbei. Und die Lösung besteht meines Erachtens nach einfach darin, dass wir andere Stundensätze brauchen. Es geht gar nicht anders. Und anstatt sich da auf die Politik oder auf wen auch immer zu verlassen, müssen wir es halt selber in die Hand nehmen. Ja. Wir sind immer verantwortlich für die Umstände. Ja. Das sind wir. Man schiebt es natürlich immer gerne auf andere Dinge, ja. Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Aber wir sind dafür verantwortlich, für unsere Umstände. Und wenn die Umstände schlecht sind, müssen wir es halt ändern. Ja, also du hattest schon angesprochen, dass es relativ schwierig ist, im deutschen Markt gut ausgebildete Neulinge zu finden. Wir kommen beide vom Studium, vom niederländischen System. Denkst du, dass in Deutschland ein Studium die Problematik lösen würde? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die akademische Ausbildung halte ich für enorm wichtig, weil sie einfach viel mehr diesen Bereich evidence-based abdeckt. Also universitäre Ausbildung macht es einfach. Das ist bei der Fachausbildung heute eben nicht der Fall oder sehr stark davon abhängig, welche Lehre man hat, aber im allgemeinen Lehrplan ist es nicht drin. Die jungen Physiotherapeuten, die werden noch ausgebildet in Dingen wie KG, Gynäkologie, die werden ausgebildet in Hydrotherapie. Also allein der Umfang der Ausbildung im Bereich Hydrotherapie, Elektrotherapie, solchen Dingen ist größer als manuelle Therapie. Also die Leute können wissen, wie man einen Guss macht, wie man einen Knieguss macht oder so, aber sie wissen oft nicht, wie man eine Schulter oder eine Halswirbelsäule untersucht, haben noch nie was über bestimmte Assessmentverfahren gehört und ich glaube, sowas kann die universitäre Ausbildung auf jeden Fall abdecken. Ja. Wir hatten schon das Trainee-Programm angesprochen, aber das ist eigentlich ja im Prinzip die Übergangsphase zur Festanstellung von jemandem, den ihr ins Körperwerk-Team aufnehmt.
Wäre es für das Körperwerk interessant, das im größeren Stil zu machen, in Form einer Akademie, dass man wirklich sagt, okay, vom Schulabgänger bilden wir Physiotherapeuten aus, sei es in Kooperation mit einer Universität. Ist da was im Gange? Ist das eine Planung? Ist das eine Option für euch? Absolut, absolut. Die Überlegungen, die gibt es schon lange. Im Moment sind wir einfach noch zu klein dafür, dass sich sowas lohnen würde. Wir haben eine Kooperation mit der FIHH in Hamburg, größte Fortbildungsveranstalter in Deutschland. Wir schicken alle unsere Trainees dort zur Manualtherapie-Ausbildung und zur Ausbildung, was die Triggerpunkttherapie betrifft. Also da gibt es eine Kooperation, aber dass wir das selber im eigenen Haus haben, das wäre absolut wünschenswert, eine absolute Vision auch von uns, dort noch mehr zu machen. Um vielleicht beim Thema Weiterbildung, Innovation zu bleiben, ihr habt das Trainingswerk, die App, entwickelt, mit der ihr hier auch in euren Häusern arbeitet. Zum Thema Technologie in der Physiotherapie, klar, wir sind ein internetbasiertes Ding. Was ist dein oder eure Meinung wie kann die Physiotherapie von technologischem Fortschritt profitieren? Wir haben vorher schon darüber gesprochen, über Themen wie Online-Diagnostik zum Beispiel oder Online-Beratung. Denke ich, da kann man in der Physiotherapie sicher viel machen. Die Leute müssen ja nicht unbedingt immer ins Haus kommen, um Fragen zu beantworten. Im Bereich Schulung, also die Frage, wie lernen Therapeuten heute? Ganz schlecht, wenn sie gar nicht lernen, weil Physiotherapie ist einfach ein Beruf, der lernt man immer, kann man immer lernen, muss man immer lernen. Die Frage, wie lernen Leute, muss ich irgendwo hinfahren, um mir Informationen zu holen, oder kann ich mir die Information nicht auch online besorgen, wie zum Beispiel über euren Kanal? Das ist ein wunderbares Medium, da kann ich mich abends hinsetzen, kann noch gucken, wie funktioniert ein Test. Ich denke, in den Bereichen machen Online-Dinge absolut Sinn. Viel mehr als momentan jetzt auf dem Markt ist. Wir hatten vorhin schon bei der Haustour ein bisschen gesprochen über Social Media. Klar, ich denke, wir sind da schon relativ erfahren. Wie ist das Körperwerk vertreten, auch vielleicht für Zuschauer, um zu sehen, wie kriegen die Informationen über euch? Seid ihr vertreten auf Plattformen wie Facebook, vielleicht auch YouTube? Ist da was in Planung oder? Ja, wir hatten mal einen Studenten, der da sehr affin war, Anfang des Jahres. Nee, wir sind auf Facebook vertreten, haben da jetzt aber im Vergleich zu dem, was ihr macht, relativ wenig Traffic. Wir versuchen, dass wir da einmal die Woche was einstellen, wobei wir einfach sehen, dass wenn wir fachliche Themen einstellen, haben die wenig Resonanz. Wenn wir einstellen, das Team war irgendwo im Ausflug und hat da und da irgendwas gemacht, also gesellschaftliche Themen, die werden sehr gern gelesen. Wenn wir fachliche Dinge posten, haben wir eher weniger Rückmeldungen. Ansonsten gut, ich denke, wir haben einen guten Eindruck schon geben können, was das Körperwerk-Konzept ist, was eure Vision ist oder auch eure Mission. Gibt es sonst noch was du gerne den Zuschauern mitteilen würdest über euer Projekt oder über Entwicklungen? Irgendetwas, was wir nicht behandelt haben? Gut, wir haben ja vorher am Anfang darüber gesprochen, was unsere Mission ist. Und die besteht letzten Endes ja darin, dass wir einfach die Bereiche hochwertige Therapie, hochwertiges Training und hohe Servicequalität versuchen in ein Konzept zu bringen. Das führt dazu, dass wir ein Arbeitsumfeld haben, in dem es wirklich Spaß macht zu arbeiten. Wir haben einen sehr hohen Anteil von wirklich motivierten Patienten. Wir haben die wirklich eine hohe Eigenmotivation mitbringen. Wir haben die Möglichkeit, auch uns wirklich um unsere Patienten zu kümmern in Bezug auf die Zeit. Also wir haben Behandlungstaktung von eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, wo wir uns um unsere Patienten kümmern können. Also wir haben die notwendige Zeit, die man auch braucht. Wir haben dadurch bessere Ergebnisse oder sehr gute Ergebnisse und das kommt natürlich wieder an uns zurück. Also je besser es dem Patienten geht, desto besser das Feedback an uns und damit haben wir ein Arbeitsumfeld, mit dem es einfach Spaß macht, jeden Tag gerne in die Arbeit zu gehen. Das sieht man, wir haben so gut wie keine Fluktuation
den Leuten gefällt, uns gefällt es hier zu arbeiten und je besser wir drauf sind, desto mehr überträgt sich es natürlich auch auf den Patienten. Und von dem her glaube ich, dass die Mission aufgeht. Ja, ich glaube, das können wir beide auch bestätigen. Ja. Selber Okay. hier auch einen Teil unserer Ausbildung verbracht, ja, durch Praktika. Und ja, ich würde, denke ich, an der Stelle mich bedanken im Namen von uns beiden für das Interview, für die Einladung. Und ja, wir sind gespannt, was das Konzept Körperwerk, das Franchise, wie weit das geht. Also. Ich danke und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. While the circumstances are challenging, Körperwerk's formula for success, stemming on providing high-level service and clinical expertise, shows that there is a way to free oneself from governmental ties. People are willing to pay extra for better treatment, and maybe this is a wake-up call for better working conditions with the Körperwerk concept serving as a role model for future developments.